Da will ich keinen Schmuck upgraden. Oder nicht viel. Also da werde ich mir die Schmucksets auch wirklich maximal +2 holen. Eher +1 wahrscheinlich, +1, 2 vielleicht. Weil da habe ich halt, wie gesagt, da habe ich im Endeffekt das gleiche Problem wie viele andere. Nur aus einem anderen Grund. Also da will ich auch wirklich den Schmuck möglichst gratis holen, mit wenig Kosten, weil er dann halt accountgebunden ist. Und warum sollte ich in accountgebundenen Schmuck so viel Kohle reinstecken? Also in den Blade-Schmuck habe ich jetzt im Endeffekt mein ganzes Geld der letzten paar Monate reingesteckt. Und seriengebundene Products des letzten halben Jahres im Endeffekt. Also basically meinen gesamten Fortschritt von mehreren 100 Stunden Spielzeit habe ich jetzt in diesen Schmuck gesteckt. Und das will ich beim Elementor deswegen nicht machen, weil der dann accountgebunden ist. Und wenn dann irgendwann nochmal neuer Schmuck rauskommt, ist der wieder komplett wertlos. Gut, das wird so schnell nicht passieren, schätze ich mal. Das wird jetzt hoffentlich ein paar Jahre dauern, bis nochmal besserer Schmuck kommt. Alles andere wäre richtig lächerlich. Aber man weiß ja nie. Und spätestens, wenn es dann irgendwann soweit ist, ärgerst du dich wieder. Und dann ist es immer noch, da muss man bedenken, wenn jetzt, sagen wir mal 2026 kommt Fly for Universe, großes Schmuck-Update, nochmal besserer Schmuck. Da würdest du dich dann 4 Jahre später immer noch über den scheiß FEC-Server ärgern. Und da habe ich keine Lust drauf. Dann würdest du dich 4 Jahre später wieder über diese Scheiße ärgern, ey. Da habe ich echt die Schnauze voll. Dämlicher FEC-Server. Könnten Sie bitte die Laufanimation ändern? Die irritiert dich, nicht wahr? Warte kurz. Psch. Was halt für Anfänger oder für neue Leute halt einfach ätzend ist halt, dass halt solche Drops Power Dice sind irgendwie nichts wert. Also das Problem bei der Inflation ist halt, vor allem bei so einer starken Inflation, es steigt halt nicht alles. Fast alles oder vieles, aber nicht alles. Es gibt halt auch Sachen, die werden immer günstiger. Wie zum Beispiel Power Dice, Lightning 4. Muss ich mir mal vorstellen. Ich will es gar nicht laut aussprechen. Aber wissen vielleicht ein paar Leute nicht, die erst später angefangen haben. Ich weiß nicht, wie lange das war, aber ich glaube, vor einem Jahr ungefähr war das noch so. Anfang 2023 oder Ende 2022 war es auf jeden Fall noch so. Lightning 4%, 20 Millionen Penya. 20 Millionen Penya für eine Lightning 4. Die ist gerade 2 Millionen wert. 2 bis 3. Die hat mal 20 gekostet. Yo. Das waren Zeiten, sage ich euch. Da hast du Lightning 4 gedroppt und warst aus dem Häuschen. Yes! 500 F-Coin gedroppt. Let's fucking go! Und Lightning 4 ist jetzt ja auch nicht ultra selten, ne? Also konntest du auch mal, wenn du Glück hast, 2, 3 Stück an einem Tag droppen. Also, das ist halt ärgerlich. Vor allem das Lustige war, die war auch davor weniger wert. Also ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Aber die war irgendwie 10 Millionen wert oder 12 Millionen. Und dann ist die einfach auf 20 gestiegen. Weil jeder irgendwie angefangen hat, Lightning 7 zu craften, I guess, oder so. Weiß nicht mehr ganz genau, was da der Auslöser für war. Also sie war erst weniger wert. Dann war sie voll viel wert. Und dann ist sie danach komplett abgestürzt. Als die Botter-Armeen kamen. Und bei Power Dice war es ähnlich. Bei jedem Upgrade-Event sind die Power Dice-Preise immer logischerweise nach oben gegangen. Gut, das war jetzt am Wochenende auch so, dass Power Dice 8 mehr wert geworden ist, kurzzeitig. Aber da war das bei jedem Upgrade-Event Power Dice teurer, viel teurer. Gab irgendwie ein Upgrade-Event, da waren Power Dice 4 bei 1 Million oder so. Oder nee, Power Dice 6 waren es, glaube ich. Gab es einfach keine Power Dice 6 mehr, aber jeder wollte Set plus 10 upgraden. Plötzlich kosten Power Dice 3 oder 4 mal so viel, wie sie vor dem Event gekostet haben. Konntest dann Vermögen mit Power Dice verdienen. Und all solche Sachen, all das funktioniert, oder das gibt es jetzt halt einfach nicht mehr. Und selbst wenn die Sachen im Preis steigen würden, wie zum Beispiel Power Dice 6, der keine Ahnung was wert ist, 80k oder so, selbst wenn er jetzt doppelt so viel wert wäre, ich meine 160k, du bräuchtest immer noch tausende Power Dice, um dir davon wirklich ein kleines Vermögen also daran aufzubauen. Also die müssten halt abartig steigen, dass du da irgendwie sagen würdest, oh Mann, geil, jetzt bin ich reich. So. Das ist halt der Nachteil an so einer starken Inflation, muss man wirklich sagen. Im Endeffekt das gleiche, was bei Fly PC damals passiert ist. Zwar nicht aus genau den gleichen Gründen, aber zumindest zum Teil die gleichen Gründe. Und da war es ja auch so. Früher Orichalcum 2-3 Mio wert, wo 2-3 Mio halt viel Geld war. Wo G-Potatoes, 1000 G-Potatoes 20 Mio gekostet haben oder 10 Mio oder so. Dann war ein Ori 2, 5, 3 wert. Oder 5 am Anfang sogar. War auch ein Vermögen quasi. Und irgendwann, keine Ahnung, 5, 6 Jahre später, waren Oris noch 200k wert.
Aber G-Potato haben 200 Mio pro 1000 gekostet. Nicht mehr 20, sondern 200. Das ist halt so, leider. Die Geschichte wiederholt sich, die Flive-Geschichte. Leider. Aber wir auf Boding haben es immer noch gut. Also ich kann es nur nicht oft genug betonen. Wir haben die beste Wirtschaft irgendwie. Oder die stabilste Wirtschaft. Geht zwar auch immer weiter bergab, aber nicht so schlimm wie bei Totemia und Co. Schon nice, dass wir wenigstens da mal die Nase vorn haben. Vor den anderen. Ich frage mich halt nur, wann Gala endlich was dagegen tun will. Weil eigentlich hätten sie bei New Horizon auch schon fette Inflationsmaßnahmen vornehmen müssen. Das Einzige, was sie gemacht haben, war ja, dass Ultimate-Waffen herstellen 100 Millionen Penya kostet. Und naja, ich meine, das hat offensichtlich nichts gebracht. Also das war nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist einfach non-existent. Muss man einfach sagen. Also das ist dumm. Totemia geht auch, oder? Sagen wir es so. Totemia geht, aber Bodeng sprintet. Interpretier das, wie du willst. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Na gut, bei dem sind es aus irgendeinem Grund nur 260.000. Okay. Auch interessant. Jetzt sind es gerade 600.000. Hatte jemand 400.000 DPS gesagt? Ey, screenshot this. Ey, Editor, screenshot this. Editor, screenshot, please. Do it. 400.000 DPS. No! Piss-Game. Elendiges Piss-Game. Und tot. 11 Minuten 21 und natürlich ohne Drop. Würde ich es halt auf jeden Fall am Ende verkaufen oder tauschen. Also ich würde es mir halt nur zwischenzeitlich holen und dann am Ende loswerden. Oh, wieder nichts gedroppt. Das gibt's doch nicht, Alter. Oh, let's go, Bloody Sword. Let's go. Damn, 10 Minuten, 10 Sekunden. Fast doch noch gestorben und Bloody Sword gedroppt. Nice. Du wirst bei deiner Reise begleitet von Ringmaster Rita, Billposter Bärbel, Elementor Erna, Knight Käthe, Blade Britta, Ranger Roswitha und Jester Jutta. Die Ü60-Party meinst du quasi? Ich hoffe, deine Gilde heißt Ü60. Komm schon. Trash. Trash Drops. Trash Drops. Trash Drops. Ich droppe irgendwie immer nur noch ein Item. Die letzten Drops waren alles Single Drops. Also, verstehe auch nicht, wieso man seinen Pets unsinnige Namen geben sollte. Findest du nicht auch? Gorlock the Destroyer? Da kann ich dir nur zustimmen. Absolut kein Verständnis für sowas. Du sprichst mir aus der Seele. Ich nicht. Ich glaube, es ist ein 4er-Drop. Maximal ein 5er. Oh Gott. Ja. Inti-Red plus 1. Inti-Red plus 1 und sonst nichts, basically. Der hier hatte wahrscheinlich ein Double. Strente plus 1, Pensero plus 1. Und die hat ein Single, das weiß ich, weil ich es leider gesehen habe. Inti-Red plus 1. Moment, das heißt Single, Double, Single, ne? Single, Double, Single. Und Double.
Junge, dieses Spiel, Alter. Willst du dir nur kurz die Drops angucken? Verbindung zum Server unterbrochen. Bruh. Bruh. Wer hat jetzt den Double? Mein Blade 1, ne? Genau. Oh, Moment, das war falsch. Hier. Lass uns mal eine Petition machen, dass Link Attack ohne Party Scrolls 1 Minute hält. Aber Link Attack ohne Party Scrolls hält 1 Minute. Levelgebiet 45 bis 70 ist bei uns ganz schlimm. Hab gestern aus Langeweile aus dem PK-Channel Bots gekillt, ca. 300 Kills in einer Stunde und alle kommen instant back und keiner schreibt. Denke, es wird mit Fliff nie was. Ja, das ist wirklich schade. Let's go. Achso, was ist es in Penya wert? 17,3 Millionen Penya. Das muss schallern. 20 Diamonds? 20 Diamonds? Komm schon, 20. Okay, wir haben noch keinen. Das ist... Oh, oh, oh mein Gott. Okay, okay, 2? Okay, 2 sind aber drin, oder? 2? Okay. Oh mein Gott. Uff. 5. Ja gut, aber die Waffen sind momentan echt schwer verkäuflich. Also 5 müsste eigentlich sogar gut sein.